Nachdem ich den Flug zum Flug von Hannover nach Frankfurt ohne Kamera gemacht habe, heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Urlaub mit der GoPro. Ich bin jetzt am Flughafen in Frankfurt. Der Flug nach Island startet um 17:45 Uhr mit Iceland Air. Schön, dass ihr wieder dabei seid und bis später. Das ist er, mein Mietwagen für die Zeit hier in Island, der Hyundai i30. Den Tag bei über 30 Grad und strahlendem Sonnenschein in Deutschland begonnen, einen wunderschönen Flug mit Iceland Air nach Keflavik und hier begrüßt mit Regen, kühleren Temperaturen, was ich auch so erwartet habe, und ziemlich tief hängenden Wolken. Für heute macht's gut und tschüss. Nachdem ich heute Morgen erst sehr spät hier in Garðabær angekommen bin, begrüße ich euch am zweiten Tag meines Islandurlaubs und möchte euch meine Airbnb einmal ein bisschen zeigen. Ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal reingehen. Kommen wir als erstes in den Waschraum mit einer Waschmaschine und einem Trockner, dass man, wenn man möchte, auch seine Wäsche mal waschen kann. Als nächstes gibt es hier einen Schlafraum mit einem Bett und noch einem zweiten Bett, das allerdings im Moment als Ablagefläche dient. Fernsehgerät. Und hier noch ein kleiner Schrank mit ein paar persönlichen Unterlagen. Über einen kleinen Flur kommen wir nun als erstes in die schöne Küche. Hier haben wir in der Küche einen Gefrier- und Kühlschrank, den Backofen und alle weiteren Dinge, die man in einer Küche benötigt. Zum Kochen steht ein Ceran-Kochfeld zur Verfügung. Da in der Zeit, in der die Wohnung nicht vermietet ist, hier jemand seinen Dauerwohnsitz hat, ist über diese Treppe ein Bereich zu erreichen, der tabu ist, nicht betreten werden sollte. Lasst uns mal gucken, was hinter dieser Tür ist. Da haben wir das Badezimmer mit dem Waschbecken. Einer schönen Dusche und der Toilette. Über eine Treppe mit 5 Stufen geht es hinunter in den Wohnbereich, der sehr gemütlich ist und auch alles bietet, was man braucht. Eine gemütliche Ledersitzecke,
Fernsehgerät mit Netflix und einigen anderen Internetangeboten und noch ein schöner großer Tisch, wo man bei dieser Wohnung bis zu 4 bis 6 Personen beheimaten kann, sicherlich auch zusammensitzen kann oder seine Mahlzeiten einnimmt. Hinter dieser Tür befindet sich ein zweites Schlafzimmer, das ich für meine Nächte benutze. Hier haben wir einen Stuhl, Nachtschrank und das Bett und ein Fenster mit Blick auf die Terrasse. Und weil hier ja nun, wie gesagt, jemand seinen Dauerwohnsitz hat, der Kleiderschrank, der aber leider verblombt ist und von mir nicht genutzt werden kann. Und als letztes noch ein Blick auf die Terrasse. Die Terrasse ist recht groß. Verfügt auch über einige Sitzgelegenheiten mit Tisch, aber auch offen und frei. Ja, jetzt habe ich euch die Wohnung komplett gezeigt. Ich finde, ich habe eine gute Wahl getroffen und fühle mich hier sehr wohl und möchte sagen, wenn das Wetter so einigermaßen mitspielt, dürfte das ein richtig klasse Urlaub werden. Garderbeier ist die mit 15.320 Einwohnern 5. größte Stadt und 6. größte Gemeinde Islands. Sie liegt im Südwesten Islands in der dicht besiedelten Region Höfuðborgarsvæðis zwischen Hafnarfjörður und Kópavogur, südlich von Reykjavik. Meine lieben Reisefreunde, mein erster Island-Tag neigt sich langsam dem Ende. Er war größtenteils trocken und teilweise sogar etwas sonnig, aber nach 18 Uhr hat der Regen wieder die Hauptrolle übernommen. Ich habe den Tag heute in meinem Urlaubsort Garðabær verbracht, habe einen Spaziergang gemacht. Es wäre schön, wenn euch der Tag gefallen hätte und ihr auch Lust hättet, morgen wieder dabei zu sein. Bis dahin verabschiede ich mich, sage Tschüss und bis morgen. Sie liegt im Südwesten Islands in der dicht besiedelten Region Höfuðborgarsvæðið